Verheerende Kriege, Hungersnöte, soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Staaten erfahren Rechtsrucke und Flüchtlinge müssen aus ihren Heimatländern fliehen, nur um schließlich anderswo nicht akzeptiert, geduldet oder aufgrund von Pauschalisieren zu Unrecht als Terroristen und Verbrecher abgestempelt zu werden. Den Regierungen ist die Wirtschaft oft wichtiger als die Zukunft. Auf unserer Erde häufen sich gerade in heutiger Zeit immer mehr Probleme. Aber könnten diese durch eine weltweite zentrale Verwaltung beseitigt werden? Willkommen zu diesem Video von Exemplified, das sich mit der folgenden Frage beschäftigt. Was wäre, wenn die Erde ein Land wäre? Viele Kriege entstehen durch Konflikte zweier Staaten oder das Expansionsbedürfnis eines Landes. Gäbe es eine zentrale Verwaltung, welche die Ziele jedes Menschen verfolgt, würde das Volk eines Superstaates immer im Interesse der Allgemeinheit entscheiden. Keiner müsste mehr vor politischer Verfolgung flüchten. Doch um einen solchen Superstaat zu verwirklichen, müssen einige Dinge beschlossen werden. Das Ganze fängt bei der Politik an. Um solch einen riesigen Staat verwalten zu können, muss dieser unvermeidbar in kleinere Gebiete unterteilt werden. Naheliegend wäre die Einteilung nach den alten Ländern, es könnten jedoch auch kleinere Länder mit Nachbarstaaten in ein Gebiet zusammengefasst werden, um die Verwaltung einfacher zu machen. Jedes Gebiet könnte ähnlich wie unsere Bundesländer funktionieren, indem es zwar Vorgaben der Weltregierung gäbe, die lokale Verwaltung jedoch ihnen überlassen bliebe. So könnten sie etwa innerhalb eines gewissen Satzes ihre Steuerhöhe bestimmen, entscheiden, wie viel Geld die einzelnen Bereichen zukommen lassen, etc. Doch auf höherer Ebene muss beispielsweise über Gesetzgebung nachgedacht werden. Um die Interessen so vieler Menschen zu verstehen und deren Ziele zu verfolgen, sollten aus jedem Gebiet einzelne Vertreter gewählt werden, die dann in einer Zusammenkunft über Gesetzgebung bestimmen. Ein guter Grundbaustein hierbei ist sicher die UN, die wahrscheinlich maßgeblich an der Planung und der frühen Entwicklung des Superstaates beteiligt wäre. Es sind bereits 193 Staaten Mitglieder der Vereinten Nationen, Ausnahmen sind hierbei nur ein paar Länder, deren Unabhängigkeit nicht anerkannt wird, und die Vatikanstadt, die freiwillig kein Mitglied der UN ist. Die meisten Kriege entstehen aufgrund von staatlichen Konflikten, die durch einen Superstaat zumindest größtenteils vermieden werden könnten. Da aus diesem Grund kein oder ein viel kleineres Militär benötigt würde, bliebe dem Staat viel Geld erspart, welches an anderen Stellen zum Wohl der Bevölkerung eingesetzt werden könnte. Ein wichtiges Element ist die Sprache. Die beste Lösung scheint zu sein, eine der Sprachen mit globaler Bedeutung wie Chinesisch mit 1,1 Milliarden Sprechenden, Englisch mit 1,5 Milliarden Sprechern oder eine Plansprache wie Esperanto als Pflichtsprache für alle Erdbewohner festzulegen, um eine reibungslose Verständigung aller Menschen zu gewährleisten. Um aber das wichtige Kulturgut der Sprachenvielfalt zu erhalten, sollte es für die Bürger des Superstaates immer noch üblich sein, in ihren Heimatgebieten ihre Muttersprache zu sprechen. Während es bei der Sprache funktioniert, eine von allen beherrschte und eine lokale Sprache zu haben, sieht es bei der Währung ganz anders aus. Es ist natürlich nicht möglich, eine lokale und eine übergeordnete Währung zu haben. Deshalb würde wahrscheinlich der US-Dollar als international bedeutendste Währung im Superstaat eingesetzt werden. Das Reisen wäre dank den einheitlichen Preisen und der fehlenden Notwendigkeit des Umtauschens von Währungen einfacher denn je. Um das Level der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu vergrößern, sollten außerdem 3 weitere Dinge passieren. Erstens muss sich auf ein Einheitensystem geeinigt werden. Hier würde sicherlich das auch bei uns verwendete metrische System neuer Standard werden, da nur ein kleiner Teil der Länder der Welt das angloamerikanische System verwendet. Außerdem werden ohne Grenzen neue Lösungen im Bereich der Infrastruktur, wie zum Beispiel ein weltweiter Ausbau der Autobahn, möglich. Zu diesem Thema gibt es ein interessantes Video von Real Life Lore, in dem erklärt wird, welche Schritte nötig sind, um das Straßensystem weltweit zu verbinden. Dank der Zusammenarbeit im Bereich der Forschung würden aber hoffentlich umweltfreundlichere Lösungen für den Transport von Gütern und Passagieren, wie zum Beispiel Hyperloops oder Brennstoffzellenfahrzeuge, gefunden werden. Zuletzt fallen jedoch auch Zölle weg, was natürlich bedeutet, dass dem Staat eine Menge Geld entgehen würde. Es sollte also eine Art Transportsteuer eingeführt werden, die überall gleich hoch ist, um diese Änderung auszugleichen. Problem stellt natürlich die riesige Anzahl an Menschen dar, die Bürger dieses einen Staates wären. Wie in jeder Gesellschaft wird es immer Menschen geben, die gegen das System sind. Hierbei sind daraus resultierende Gewaltdelikte wie Anschläge nicht auszuschließen. Falls es zu einem Sturz der Regierung kommt, liegt ein großes Problem vor, da in diesem Fall die einzige staatliche Institution der Welt mit ungeheurem Einfluss und somit die ganze Weltbevölkerung in Gefahr wäre. Deshalb ist Sicherheit durch die Exekutive und deren Zusammenarbeit auf der ganzen Welt von großer Wichtigkeit, um einen solchen Fall zu vermeiden. Wie schon in Bezug auf die Sprache erwähnt, ist es wichtig, die ländereigenen Kulturen in diesem Superstaat zu erhalten.
Es sollte überall auf der Welt Religionsfreiheit herrschen, genauso wie das Feiern damit einhergehender Feiertage weiterhin erlaubt sein sollte. Gesellschaftliche Bräuche sind natürlich ebenfalls ein essentieller Bestandteil des Lebens, der nicht vernachlässigt werden sollte. Gerade die Forschung würde durch einen Superstaat wahrscheinlich erheblich vorangetrieben werden. Finanzielle Mittel könnten effizienter aufgeteilt werden und Forscher aus der ganzen Welt enger und einfacher zusammenarbeiten. Dadurch wäre es möglich, riesige Projekte wie beispielsweise Weltraum- und Kernfusionsforschung zu verwirklichen. Doch ein Superstaat hätte nicht nur Vorteile. Eine Regierung mit so viel Macht kann diese auch missbrauchen. In der Staatsform, die wir uns vorgestellt haben, gibt es zwar keine einzelne Person, die mehr Entscheidungsgewalt hat als alle anderen gewählten Vertreter, es kann jedoch nichtsdestotrotz immer etwas passieren, das die Demokratie gefährden könnte. Außerdem könnten leicht Bürgerkriege unter momentan verfeindeten Staaten entstehen oder etwa Terrorgruppen einzelne Teile des Superstaates unter ihre Gewalt bringen. Die Entstehung ist jedoch die wohl größte Hürde. Wie gesagt, sind aktuell sehr viele Staaten verfeindet oder befinden sich sogar im Krieg miteinander. Sicherlich hätten einige Länder kein Interesse an Weltfrieden und einem einzigen Land. Der Superstaat sollte aber auf keinen Fall auf der Basis von Gewalt entstehen, bei der die sich widerstrebenden Nationen bekämpft werden, so ist ein Aufstand nur umso wahrscheinlicher. Ein Superstaat wäre ein großer Schritt für die Menschheit. Er wäre eine wichtige Grundlage, um Probleme, welche die ganze Welt betreffen, wie etwa den Klimawandel, Armut oder Krieg zu lösen. Die Menschen könnten sich mit wichtigeren Dingen als Nationalismus und Rassismus beschäftigen. Wir alle wären nur noch Menschen, die nicht durch erdachte Grenzen getrennt wären. Jedoch handelt es sich bei diesem Konzept höchstwahrscheinlich um eine utopische Vorstellung. Organisatorisch gesehen ist dieses Vorhaben nahezu unmöglich. Wahrscheinlich werden niemals alle Länder der Welt übereinkommen und diesen Planeten zu einem Land vereinen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Lebensweisen und Grundeinstellungen in den Staaten unserer Erde stark. Aus diesem Grund wäre es sicherlich sehr schwierig, sich mit 8 Milliarden Erdbewohnern auf eine Verfassung zu einigen, ohne dass der Superstaat schon nach kurzer Zeit zerbricht. Vielen Dank, dass ihr unser erstes Video angeschaut habt. Hinterlasst eure Meinung zu diesem Thema und weitere Themenvorschläge gerne in den Kommentaren. Da ein solches Video sehr arbeitsaufwendig ist, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Teilt es auch mit Freunden, die sich für das Thema interessieren.